Also der erste Tag, wie wir dann oben waren und du schaust dir die Details an, selbst wenn du wirklich oben an der Spitze stehst, auf über 160 Meter, selbst da sind die Steine noch so fein gearbeitet. Also ich fand es faszinierend. Für mich ist das einfach wirklich Handwerkskunst von unten bis oben. Das ist einfach fantastisch. Hut ab vor denen, die das gebaut haben. Ja. Okay. Hey Till, wir stehen jetzt gerade vor der Bauhütte. Ah, komm einfach mal an die Autos hinter. Dann räumen wir alles zusammen. Okay, bis gleich. Ciao. Braucht nicht jeder ein Set. Okay, alles Gute dabei. Hast du Firehooks dabei jetzt? Nein. Sind die schon alle weg? Unsere Aufgabe ist eigentlich die, dass wir hauptsächlich den Hauptturm von der Spitze bis auf 70 Meter runter angucken. Sind irgendwelche Schadstellen, ist was lose, kann irgendein Teil abstürzen, sind irgendwelche Risse, die jetzt neu aufgetreten sind. Wenn wir da was finden, wird das alles dokumentiert, dann mit der Bauhütte abgeklärt, besprochen. Was muss man machen, was kann man tun, ist sofort Handlungsbedarf. Dann nehmen wir mal einen Teil ab, wenn es zu euch wackelt. Und dann wird eben entschieden, was gemacht wird, ob es eine größere Baustelle wird oder. Ja, schönen guten Morgen, Armin Ilgenfritz, Firma Moskito Seiltechnik. Morgen, wir haben Bauzaun bestellt für heute Morgen am Münsterplatz. Jo, Butsch. Du, also ich würde jetzt nach und nach die Blitzableitung mal durchgehen, ob die da passen. Ist das der Plan? Ja, genau. Ich komme jetzt auch hoch. Alles klar, dann bis gleich. Bis gleich. Was? sind alle durcheinander gekommen. Ich hab's gerade schlecht gemacht. Ich hab's für morgen. Was machen wir? Das ändert sich eigentlich immer ein bisschen das Arbeitsspektrum. Also ich habe hauptsächlich angefangen wirklich in der Denkmalpflege, habe da einfach viel gemacht, weil durch meine Berufsausbildung, ich habe Zimmerer gelernt, habe dann viel in der Richtung Restaurator gemacht und war dadurch einfach schon immer an irgendwelchen alten Gebäuden und Türmen, auch in meiner Lehre schon unterwegs. Und das hat mir einfach Spaß gemacht und das wollte ich weitermachen, aber eben dann in Verbindung mit der Seiltechnik als Industriekletterer. Somit machen wir relativ viele Kirchen, Kirchendächer, irgendwelche Reparaturen von der Eindeckung oder auch mal irgendwie das Kreuz abbauen, die Wetterfahne abbauen. Dann wird die restauriert, dann bauen wir sie wieder auf. So was wie jetzt hier in Ulm, so Bauzustandsdokumentationen. Dann machen wir viel so Naturschutzgebietpflege in irgendwelchen Felshängen, Steilhängen, dass wir da irgendwelche Bäume rausfällen. Alles Mögliche. Also es ändert sich wirklich, so alle paar Jahre kommt irgendwie ein neues Feld dazu und ein anderes fällt dafür weg. Das Einzige, das schaut ganz schön zerrissen aus, aber das haben sie auch schon mal manschettiert. Ja genau, das Ding ist ja neu gemacht.
Aber da unten, Richtig alt. nee, ich glaube, das ist auch noch, ja, das könnte noch aus bauzeitlich sein. Also quasi vor der Turmerhöhung, ja. Also da haben sie es hochgebaut, 1500. 200 Jahre still oder so. 200 oder 300, ja. Und dann 1850 oder 60 haben sie dann angefangen, den Turm dann aufzu. Brutal schnell auf jeden Fall, also im Verhältnis. Na gut, dann pendeln wir neu. Ja, das war damals, ich glaube, das ist schon 20 Jahre her, wie wir das erste Mal hier am Ulmer Münster waren. Und ich stand vor diesem Ulmer Münster und der erste Gedanke war Ulmer Monster. Was bist du für eine Riesenkiste? Es ist einfach hoch, es ist groß und total vielfältig und ja, ist einfach ein Job. Wenn wir das erste Mal da angefangen haben, oder die erste Baustelle, die wir gemacht haben, haben wir den Blitzschutz hier gemacht. Das weiß ich noch sehr genau. Ich bin nur hergefahren, mir das Ding angeschaut und habe nur den Kopf geschüttelt und habe mir nur gedacht, Armin, was hast du da wieder gemacht? Also sind meistens zu dritt sind wir viel unterwegs. Oder dann halt, wenn wir größere Sachen haben, auch mal zu 5 oder zu 10. Aber ich wollte es nie, dass ich wirklich so viele Angestellte habe. Denn was mir einfach Spaß macht, ist wirklich auch das Arbeiten im Seil, das Draußensein. Ah, dann sind Sie doch da. Ja, dann können wir weiterbauen. Magst du die Reihe? In dem Loch ist eines. Magst du das Loch, Butsch? Das da? Dann mache ich hier. Das ist meiner. Finger weg. Und links da auch gut. Du musst bei mir auf der anderen Seite dann rein. Sonst laufen die Seile nicht schön. Auch dadurch. Es ist auf jeden Fall schon so, dass wir halt mit diesem kleinen bisschen, was wir leisten können, ja, ist einfach schon so ein Stück weit, da sind wir mit beteiligt an dem Erhalt von diesem Bauwerk. Und das ist schon auch, ich finde es schon auch echt geil, sowas sagen zu können. Und ich bewundere einfach auch die Steinmetzen, die dort arbeiten. Das ist einfach schon echt ein wunderschöner Job. Also du arbeitest halt wirklich an einem Bauwerk, wo es darauf ankommt, alles zu geben. Deine Werkstücke, die müssen einfach passen. Nicht nur irgendwie, sondern das passt einfach. Und das finde ich einfach gigantisch. Ich finde es echt toll. Ich schaue denen auch echt gern zu und habe da echt meinen Respekt vor denen. Umgekehrt ist es wahrscheinlich auch so, wo dann viele sagen so, seid ihr närrisch, irgendwie da oben jetzt rumzuklettern und euch da abzuseilen und das alles dann auch noch irgendwelche Steine auszubauen und vielleicht auch wieder was mit einzubauen. Aber es hat halt, so hat jeder seine Fähigkeit, die bringt er da mit rein und es sind viele kleine Rädchen und dann kann was Großes dabei rauskommen. Und so ist es jetzt am Ulmer Münster, so ist es an irgendwelchen anderen Bauwerken, aber genauso sehe ich das, ist es eben auch im Privaten wie auch im Gesamtgesellschaftlichen. Dass wir einfach, wenn wir wirklich in einer Gesellschaft leben, müssen viele Leute das leisten können, was sie können. Dann arbeiten wir zusammen und dann macht es Spaß und dann kann was Schönes daraus entstehen. Und kein Gegeneinander, sondern einfach ein Miteinander. Und dann, das ist das, was mir einfach immer wieder gefällt, was mich dann einfach ein Stück weit begeistert.